Du bist Staatsanwalt. Deine Aufgabe ist es, Drogendealer zu stoppen. Du leitest Ermittlungen gegen eines der gefährlichsten Kokain-Netzwerke Deutschlands. Aber dann passiert etwas Unglaubliches. Der Staatsanwalt selbst arbeitet plötzlich für das Kartell. Er verkauft geheime Polizeiinformationen. Er verrät geplante Razzien. Und laut Ermittlern bekommt er dafür jeden Monat Tausende Euro. Genau das soll in Deutschland passiert sein. Der Name des Mannes: Yashar G. Und dieser Fall klingt eher wie eine Netflix-Serie als wie Realität. Doch laut Spiegel und mehreren deutschen Medien ist genau das passiert. Die Geschichte beginnt mit einem internationalen Drogenkartell. Die Bande soll tonnenweise Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Ermittler sprechen von über 23 Tonnen Kokain. Ein Teil der Ware wurde über den Hamburger Hafen transportiert. Allein im Februar 2021 fanden Zollfahnder dort rund 16 Tonnen Kokain. Im Zentrum des Netzwerks stand laut Ermittlern ein Grieche namens Konstantinos S., auch Costa genannt. Er soll einer der wichtigsten Köpfe der Organisation gewesen sein. Die Ermittler arbeiteten monatelang verdeckt. Sie überwachten Chats, sie analysierten verschlüsselte Nachrichten und sie glaubten, kurz davor zu sein, das gesamte Netzwerk zu zerschlagen. Doch dann lief plötzlich alles schief. Am 3. März 2021 startete eine riesige Polizeiaktion. Etwa 1000 Beamte waren beteiligt. Es gab Durchsuchungen in mehreren Regionen Deutschlands und sogar international. Die Polizei wollte die komplette Führungsriege des Kartells festnehmen. Aber viele wichtige Verdächtige waren verschwunden. Vor allem Costa. Der mutmaßliche Boss hatte Deutschland bereits verlassen und war nach Dubai geflohen. Für die Ermittler war das ein Schock, denn offenbar wusste die Bande schon vorher von den Razzien. In den entschlüsselten Chats tauchten plötzlich mysteriöse Namen auf: Cop und Coach. Diese Personen sollen Insider-Informationen geliefert haben. Und genau hier beginnt der eigentliche Skandal. Der Mann, der eigentlich gegen die Drogendealer ermittelte, hieß Yashar G. Er arbeitete in Hannover als Staatsanwalt für Betäubungsmittelkriminalität. Er kannte alle Details der Ermittlungen. Laut Anklage soll er diese Informationen an die Dealer weitergegeben haben. Geplante Razzien, Haftbefehle, interne Ermittlungsakten. So große Gewinne verspricht, dass die Straftäter gewillt sind, entsprechende Risiken einzugehen. Das heißt, sie haben ihr Business weiterverfolgt und zu dem Zeitpunkt, wo EncroChat abgeschaltet wurde, war ja auch noch nicht direkt klar, welche Auswirkungen das haben würde, sodass die Täter einfach auf den nächsten Dienst geschwenkt sind und ihr Geschäft weiterverfolgt haben. Teilweise sollen diese Informationen extrem wertvoll gewesen sein. In einem Chat schrieb ein Dealer sogar, diese Information war 100.000 Euro wert. Die Kommunikation lief laut Ermittlern über verschlüsselte Dienste wie Sky, ECC und EncroChat. Dort soll Yashar G. unter Namen wie Cop aufgetaucht sein. Besonders brisant, er soll monatlich etwa 5.000 Euro bekommen haben. Dazu angeblich Bonuszahlungen für besonders wichtige Informationen. Insgesamt sprechen Ermittler von mindestens 65.000 Euro. Viele Menschen fragen sich jetzt, wie kann ein Staatsanwalt so etwas machen? Und noch wichtiger, warum hat niemand früher etwas bemerkt? Denn laut Medien gab es schon länger Hinweise auf einen Maulwurf innerhalb der Behörden. Trotzdem arbeitete Yashar G. weiter als Staatsanwalt. Er führte sogar noch Prozesse gegen Mitglieder genau jener Bande, die er angeblich heimlich unterstützte. Der Fall entwickelte sich dadurch zu einer riesigen Justizaffäre. Denn plötzlich stand nicht nur das Kartell im Fokus, sondern auch die Frage: Hat der Staat versagt? Im Oktober 2024 wurde Yashar G. schließlich festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn sind massiv: Bestechlichkeit, Verrat von Dienstgeheimnissen, Strafvereitelung im Amt. Seitdem beschäftigt der Fall Gerichte und Medien in ganz Deutschland. Vor Gericht weist Yashar G. die Vorwürfe teilweise zurück. Er sagte laut Spiegel: So dumm bin ich nicht.
Seine Anwälte behaupten, die Beweise seien nicht eindeutig. Doch die Ermittler sehen das offenbar anders. Vor allem die Chatnachrichten spielen eine zentrale Rolle. Der mutmaßliche Kartellboss Costa soll sich laut Chats selbst in der Champions League des internationalen Drogenhandels gesehen haben. Dubai spielte dabei offenbar eine wichtige Rolle. Mehrere Verdächtige flohen dorthin, denn Dubai gilt seit Jahren als Rückzugsort für internationale Kriminelle. Luxus, kaum Auslieferungen, viel Geld. Auch deshalb konnten einige Köpfe des Netzwerks bis heute nicht gefasst werden. Der Fall zeigt außerdem, wie professionell moderne Drogenkartelle inzwischen arbeiten. Verschlüsselte Messenger, internationale Logistik, Containerschmuggel und offenbar sogar Kontakte innerhalb der Justiz. Dieser Fall ist deshalb so schockierend, weil er zeigt, selbst Menschen innerhalb des Systems können korrumpiert werden. Ein Staatsanwalt besitzt enorme Macht. Wenn so jemand plötzlich Informationen verkauft, kann das komplette Ermittlungen zerstören. Genau das soll hier passiert sein. Die Polizei plante monatelang eine Großrazzia. Und trotzdem konnten wichtige Verdächtige entkommen. Bis heute ist der Fall rund um Yashar G., Costa und das Kokainkartell einer der größten Justizskandale der letzten Jahre in Deutschland. Und viele Fragen bleiben offen. Gab es noch weitere Maulwürfe? Wer war Coach? Und wie tief reichte das Netzwerk wirklich? Was denkt ihr über diesen Fall? Kann man Behörden überhaupt noch vertrauen, wenn sogar Staatsanwälte Informationen verkaufen sollen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.